Der Oktober beschert uns 3 neue Apple-Geräte und einen neuen Prozessor. Ein neues MacBook Pro, das iPad Pro und, ja, ich staune auch immer noch, die Vision Pro. All diese sind mit Updates erschienen. Der rote Faden zwischen diesen Geräten ist der M5. Aber ist der überhaupt spannend? Was kann der genau? Und für wen lohnt sich das Update auf die neuen Geräte? Ihr habt vielleicht schon die eine oder andere News zum M5 gelesen oder die schnellen Videos geschaut, die einige eiligst herausgebracht haben. In diesem Video wollen wir aber etwas tiefer eintauchen in die Materie. So, jemand zu Hause? Das waren ja noch Zeiten, als Apple Bühnenpräsentationen gemacht hat, um neue Produkte vorzustellen. Nun ja, für den M5 wäre es eine Idee gewesen, denn um ihn wirklich zu verstehen, wären ein paar Demos auf der Bühne sicher hilfreich gewesen. Aber borgen wir uns die Location doch mal für einen Moment aus, um über diesen neuen Chip zu sprechen. Bevor wir in die Details des M5 eintauchen, müssen wir diesen Chip erstmal historisch einordnen. Der M1 war ja 2020 der Paukenschlag. Apple Silicon ist da, funktioniert und wie er funktionierte, was für ein Leistungsschub. Dann kam der M2 mit besserer Grafik. Er war deutlich weniger spektakulär, er setzte aber mit dem Intervall der jährlichen Updates den Maßstab. Der M3 brachte dann die 3-Nanometer-Fertigung und einen enormen Grafikschub mit Hardware-Raytracing. Ja, und der M4, der war schon beeindruckend stark in allen Belangen. Für viele, die vorher Pro benötigten, wurde der Standardprozessor dann plötzlich interessant. Aber der M5 ist nicht einfach ein bisschen schneller. Das ist der Moment, wo der Apple Silicon zur echten KI-Plattform werden soll. Das klingt jetzt groß und das ist es auch. Es geht nicht nur um ein paar Prozent mehr Leistung, es geht darum, dass KI jetzt wirklich auf deinem MacBook läuft, ohne Cloud, ohne Wartezeit und ohne Kompromisse. Was macht den M5 so besonders? Die Kernidee ist, Apple hat in jeden einzelnen GPU-Kern einen eigenen Neural Accelerator eingebaut. Neural Accelerators übernehmen Aufgaben, die viele einfache, sich wiederholende Berechnungen erfordern. Das ist etwa zum Beispiel bei der Erkennung von Bildern, Sprache oder Objekten der Fall. Sie rechnen diese Sachen mit geringerer Präzision, denn KI-Modelle benötigen meist keine hohe Genauigkeit pro Zahl und das sorgt für mehr Effizienz. Das Ergebnis? Bis zu 3,5 mal höhere KI-Spitzenleistung im Vergleich zum M4. Und hier wird spannend, die Speicherbandbreite ist um 30% auf 153 GB pro Sekunde gestiegen. Warum das wichtig ist? Weil moderne KI-Modelle ständig riesige Mengen von Daten zwischen CPU, GPU und Neural Engine hin und her schieben und je schneller das geht, desto flüssiger läuft das. Die Raytracing Engine der 3. Generation, die ist bis zu 45% schneller. Das klingt nach Gaming, ist aber auch für 3D-Design, Augmented Reality Apps und natürlich für die Vision Pro relevant. Ach ja, und es gibt jetzt Hardware-Support für AV1-Dekodierung. Klingt technisch, bedeutet aber effizienteres Videostreaming und kleinere Dateien. YouTube, Netflix und Amazon Prime Video, die nutzen AV1 zum Beispiel jetzt schon. Aber was heißt das konkret für euch? Nehmen wir mal das neue 14 Zoll MacBook Pro mit M5. Das ist das Basismodell. Nicht das Pro, nicht das Max. Und trotzdem könnt ihr damit lokale Large Language Models ausführen und das in einer Geschwindigkeit, die ähnlich dem ist, was ihr halt, wenn ihr im Web ChatGPT oder Claude nutzt, erlebt. Die Daten müssen nicht in die Cloud. Ihr könnt auch Text-to-Bild-Modelle nutzen. Die Bilder werden dann in Sekunden generiert, statt in Minuten, was wir vorher gesehen haben. Und ihr könnt Videoverbesserungen mit KI in Echtzeit generieren, also zum Beispiel für Rauschunterdrückung oder Upscaling. Code-Analyse und Datenmodellierung, die profitieren auch von der Neural Engine, also für Entwickler ist das auch toll. Das MacBook ist übrigens äußerlich fast unverändert. Wir haben 3 Thunderbolt-Ports, HDMI, SD-Karte, MagSafe 3. Was fehlt? Das Netzteil im Lieferumfang. Apple sagt nämlich Nachhaltigkeit, die EU will das ja auch so, aber ihr sagt vielleicht, na toll. Aber gut, die alten 70 und 96 Watt Netzteile funktionieren ja weiter. Etwas schade finde ich, dass Apple dieses Update nicht gleich auch genutzt hat, ein eigenes Mobilfunkmodem, nämlich den C1X, erstmals in die MacBooks einzubauen. Stellt euch das mal vor, das wäre ein lang ersehnter Wunsch gewesen, der erfüllt wird und dann noch beim Basismodell als erstes. Das wäre schon ein gewaltiger Paukenschlag gewesen. Aber den Mobilfunkchip haben wir dafür woanders, nämlich beim iPad Pro. Ja, auch das iPad Pro mit M5 profitiert von den besseren KI-Fähigkeiten. Aber beim iPad Pro habe ich noch mehr als beim MacBook Pro das große Fragezeichen, inwieweit Apple selbst eigentlich künftig von diesen KI-Hardware-Fähigkeiten Gebrauch machen will. Wir warten ja mal noch auf die bessere Sprachassistenz. Das iPad ist ja doch stärker von seiner Systemsoftware abhängig, während man auf dem Mac ja vieles freier gestalten kann. Klar, es gibt Final Cut Pro von Apple, es gibt DaVinci Resolve und Bild-KI-Apps wie DrawThings. Gleichwohl scheint mir, dass das Argument, das iPad kann jetzt noch besser KI, eine deutlich kleinere Zielgruppe haben dürfte als beim Mac. Vielleicht
Seht das an, das widerspricht mir gerne. Wir haben übrigens auch hier ansonsten ein Gerät, das an den Vorgänger mit M4 direkt anknüpft. Schade finde ich, dass das Nanotexturglas, das ohnehin Aufpreis kostet, weiterhin an die 1 und 2 Terabyte Speicheroptionen geknüpft sind. Da habe ich gehofft, dass Apple da vielleicht von abrückt. Auf der Positivseite muss man noch den neuen N1-Chip von Apple hervorheben, der jetzt Wi-Fi 7 ermöglicht. Die Einstiegsmodelle, die starten mit 12 GB RAM, die teureren haben sogar 16 GB. Ja, und Fast Charging ist jetzt mit bis zu 60 Watt möglich, also etwas erhöht. Also ich glaube fast, das dürfte manchen iPad-Interessenten mehr anziehen. Insgesamt ist das Gerät vor allem unter dem Gesichtspunkt Zukunftsfähigkeit zu sehen und es gibt keinen Grund zur Reue, wenn man ein M4-Gerät gekauft hat. Ja, und dann ist da noch die Vision Pro. Da wird's wirklich interessant. 10% mehr Pixel-Rendering, höhere Bildwiederholrate bis 120 Hertz, aber vor allem KI-basiertes Umgebungsverständnis in Echtzeit. Die Neural Accelerators übernehmen Objekterkennung, Tiefenschärfe und 3D-Raumabgleich. Das Ergebnis soll dann eine deutlich realistischere Mixed-Reality-Erfahrung sein. Aber so schön es ist, dass Apples Mixed-Reality-Brille jetzt wieder ein Thema der Gegenwart geworden ist, so rätselhaft bleibt seine Zukunft. Wir hören und lesen ja davon, dass den Smart Glasses intern der Vorzug gegeben werden soll und die Vision Pro pausiert. Also ich bin bei der Vision Pro immer etwas hin und her gerissen. Es ist ja ein sehr faszinierendes Gerät, wenn man sie mal aufhat und Apple hat ja in Vision OS 26 gerade wieder tüchtig was ergänzt. Bei der Hardware sehen wir aber, dass es gebremsten Schaum gibt. Der 1-Chip, der ist immer noch da, kein Nachfolger. Außerdem haben wir jetzt außer dem neuen Doppelband keine weitere äußerliche Veränderung. Da wäre 3 Jahre nach der Vorstellung sicher mehr drin gewesen. Im Kontext der Gerüchte um die Zukunft scheint mir also diese Neuerscheinung so ein bittersüßes Update zu sein. Aber immerhin, im Euroraum ist die Apple Vision Pro jetzt 300 € günstiger geworden, vermutlich aufgrund der günstigeren Wechselkurse zum Dollar, denn der Originalpreis in den USA ist gleich. Die alte Apple Vision Pro gibt es aber leider nicht zum Sonderpreis. Das wäre ja mal was gewesen, da haben auch sicherlich einige drauf gehofft. Ja, schlussendlich, für wen lohnt sich das mit dem M5 jetzt? Hier ist die ehrliche Antwort. Wenn ihr hauptsächlich E-Mails schreibt und im Web surft, ihr wisst das, braucht ihr keinen M5. Da tut selbst ein M1 immer noch prima. Das ist ein klasse Chip. Aber für Studenten und Entwickler, die mit KI experimentieren wollen, für Kreative, die Videos bearbeiten, Musik produzieren oder 3D-Design machen, Business-Profis, die große Datensätze analysieren oder präsentieren wollen und eben auch auf den Punkt lokale Verarbeitung sehr viel Wert legen, Content-Creator, die unterwegs arbeiten. Also für all die ist der M5 schon durchaus interessant. Besonders, weil die KI-Leistung jetzt auch im Basismodell verfügbar ist. Wir sehen also nach dem M4 eine weitere Stärkung des Basismodells. Ich glaube, das ist eine der Kernaussagen dieser Produktvorstellung. Also der M5 ist Apples klarste Ansage bisher. Die Zukunft ist lokal, sie ist effizient und sie ist KI-beschleunigt. Und was denkt ihr? Was haltet ihr vom M5? Was seht ihr in diesen Produkten? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal für mehr Apple News. Bis zum nächsten Mal. Tschüss von der Nordsee.